Hallo, liebe Zuschauer. Ich habe von meinen Zuschauern die Frage gestellt bekommen, was muss ich machen, um mein Haustier, mein Hund oder meine Katze mit nach Thailand zu nehmen? Zum Urlaub oder auch für alle Auswanderer, die ihre Tiere mit nach Thailand nehmen wollen. Da ich da leider keine konkreten Antworten drauf geben kann, weil ich noch nicht den Fall gehabt habe, habe ich nun die Hilfe von meinem langjährigen Freund Harry in Anspruch genommen, wo ich jetzt gerade bin. Und der kann uns detailliert eine Auskunft darüber geben, weil er nämlich seinen Hund schon mehrfach von Österreich in dem Fall mit nach Thailand gebracht hat. Hallo Harry. Hallo Florenz, hallo Leute zu Hause. Mein Name ist Harry Ott und ich lebe seit 5 Jahren in Thailand. Ich kam circa 4-mal mit meinem Hund nach Thailand und musste jedes Mal vorher zum Amtstierarzt gehen. Aber das Wichtigste ist, wenn du zum Tierarzt gehst, musst du eine sogenannte DITA-Bestimmung verlangen. Harry, äh, wie weit muss ich das denn vorher schon planen, wenn ich in Urlaub fahren will oder auswandern möchte? Also das Beste ist circa 3 Monate vorher, dann hast du genug Zeit, um alles zu erledigen. Die Titerbestimmung dauert ungefähr 3 Wochen, weil hier wird dem Hund beim normalen Tierarzt das Blut abgenommen und das wird in ein Labor geschickt, wo das Blutserum auf Tollwut gecheckt wird. Wenn du diese Titerbestimmung bekommen hast, kannst du dann planen deinen Flug oder deine Ausreise nach Thailand. Das macht denn alles der Tierarzt Das eigentlich? macht alles der Tierarzt. Ich kann also da hinkommen und sagen, ich möchte nach Thailand mit meinem Hund oder meiner Katze, Ja. und der weiß genau, was er machen muss, und der macht dann also die Untersuchung. Der leitet dann diese sogenannte Titerbestimmungsuntersuchung ein. Und wenn das Labor die Ergebnisse, die positiven Ergebnisse zurückschickt, kannst du deinen Flug planen. Ob das jetzt 2 Monate oder 3 Monate, je nachdem, was du vorhast. Das Wichtigste ist auch, in Österreich ist es so, 7 Tage vor der Abreise musst du zum Amtstierarzt gehen und der bestätigt dir dann alles genau, was du zu tun gehabt hast. So, wenn du dann jetzt nach Thailand kommst, musst du am Flughafen, das erste Mal, wenn du nach Thailand dann zum Flughafen kommst, musst du auch hier zum Amtstierarzt gehen. Und der ist am Flughafen? Der ist direkt am Flughafen in Bangkok, neben der internationalen Gepäcksausgabe. Das ist der Oh, ich habe noch eine Frage. ja. Bei dem Flug, normalerweise buche ich meine Flüge im Internet. Ja. Wie kann ich denn den Hund da unterbringen oder die Katze? Das kann ich dir nicht hundertprozentig erklären, aber ich bin mir sicher, dass es auch hier einen Weg im Internet gibt. Wenn es diesen Weg nicht gibt, sollte man in ein Reisebüro gehen und im Reisebüro, die buchen dann für dich einen Flug hin und retour oder nur hin, wo dann dabei steht mit Hund. Und ich habe mal gehört, das Gewicht spielt auch eine Das Rolle. Gewicht spielt eine Rolle. Der Hund kann bis zu 3,5 Kilogramm haben und du kannst ihn im Flugzeug, also im Passagierraum bei dir haben. Mit einem, nicht mit einem festen Koffer, sondern mit einem Stoffkoffer. Diese Möglichkeit besteht. Aber von Bangkok nach Samui oder von Bangkok nach Pattaya, von Bangkok nach irgendwo hin, muss der Hund in einem festen Koffer sein. Und in die Bangkok Airways nimmt keine Hunde im Passagierraum mit. Also für diese 1-Stunden-Flug oder 2-Stunden-Flug muss der Hund in einem festen Koffer im Gepäcksraum sein. Es gibt die großen Maschinen, also die Düsenmaschinen, haben auch einen klimatisierten Raum für Tiere. Nur die normalen Propellermaschinen nicht. Hier in Thailand. Hier in Ja. Thailand. Ja. Und so eine Kiste, du sagtest da eben mal, die muss auch eine bestimmte Größe haben. Die Größe der Kiste, wenn der Hund mehr als 3,5 bis 5 Kilogramm hat, dann muss der Hund in dieser Kiste stehen können.
muss da auch Wasser rein oder sonst was? Ich habe es so gemacht, ich habe ihm Wasser reingegeben und habe ihm auch einen stinkenden Socken von mir, Ja, damit der Hund meinen Geruch hat. ja, macht man. Und ich habe gehört von der Flugbegleitung, dass mein Hund damals keine Probleme gemacht hat. Aha. Okay, dann kommen wir also in Bangkok an und dann muss ich zum Veterinär. Zum Veterinär. Der Veterinär stellt dir dann eine Bescheinigung aus und dann kannst du wieder einchecken zu der Destination, wo du hin willst. Und für das Ganze muss ich ja ein paar Stunden so Ja, einkalkulieren. man muss ungefähr 3 Stunden einkalkulieren. Es kann auch sein, dass es in 2 Stunden schon passiert. Es kann auch sein, dass es in 1,5 Stunden passiert. Es kann aber auch sein, dass es 3 Stunden dauert. Ja, also Es kommt Sicherheit. immer darauf an. Man muss sich auch, bevor man den Flug bucht, die Fluglinien nehmen nur 2 Hunde pro Flug mit. Oh, das ist ja wichtig. Im Passagierraum. Wie es ist unten im Gepäcksraum, weiß ich nicht. Da kann ich keine Auskunft geben. Aber das kann dir das Reisebüro erklären. Und wenn du den Flug buchst im Internet, und es geht auch im Internet mit dem Hund zum Buchen, dann muss man auch auf das Gewicht achten. Und auch auf den Flug von Bangkok dann weiter zu der anderen Destination, wo man hin will. Aber mein Hund braucht ja nicht in Quarantäne. Nein, der Hund braucht nicht in Quarantäne. Es ist so, dass wenn du, zumindest war es bei uns so, bei meiner Gattin und bei mir, du kommst in Thailand an, in Bangkok, gehst zum Veterinär, sie kümmern sich nicht um deinen Hund. Sie fragen nur, oh, what a nice dog, oh, what's the name, oh, how old, that's all. Der Hund wird in Bangkok vom Veterinär nicht untersucht. Und es gibt auch keine Quarantäne. Okay. Also er guckt nur nach der. Er dass guckt seine nur Pass- nach den Papieren, nach ob den die Papiere in Ordnung sind. Okay, und ja, dann kann man einen schönen Urlaub hier verbringen oder hier wohnen. Oder hier wohnen. Und dann muss er ja auch wieder zurück. Ja. Es ist so, die Bestimmungen in Europa sind so, dass man die Tollwutimpfung alle 2 Jahre erneuern muss. Hier in Thailand ist es anders. Hier muss man sie alle 1 Jahr erneuern. Also wenn du hier leben willst, musst du mindestens einmal im Jahr zu dem gewissen Zeitpunkt, wenn die Tollwutimpfung fällig ist, musst du zum Tierarzt die Tollwut. Es ist erheblich billiger in Thailand die Tierarztbesuche als in Europa. Habe ich schon festgestellt. Ja, ne? Es gibt auch hier sehr viele Gefahren für die Tiere. Und zwar die sogenannten Zecken. Sie sind nicht sehr gefährlich, aber sie sind unangenehm. Aber es gibt hier eine sogenannte Injektion, die kostet ca. 150 Baht. Das sind ungefähr 5 Euro. Und dann hat der Hund 1 Monat lang keine Zecken und keine Flöhe. Aber es gibt jetzt was Neues, es gibt eine Pille, die hält 3 Monate, die kostet zwar 600 Baht, ist aber angenehmer, auch für den Hund. Und, jetzt wollte ich noch was sagen, das ist mal so. Okay, wenn du jetzt eine Pause hast, ich habe einen Labrador, der wiegt 47 Kilo und für den habe ich jetzt zuletzt auch für 3 Monate Tabletten hier besorgt. Das ist gegen Zecken, gegen Wurmkrankheiten fürs Herz. Ja. Das ist das komplette Paket. Und da habe ich für die Tablette 580 Baht bezahlt. Ja. Also hier bekommt man auch alles, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Wir haben hier auf Samui, weiß ich jetzt schon, auf mindestens 3, 4 Tierärzte. Wenn also was mit dem Hund sein oder mit der Katze sein sollte, braucht ihr euch keine Probleme zu machen. Die sogenannten Floh- und Zeckenbänder, die in Europa ihre Wirkung zeigen, sind hier in Thailand nutzlos. Sie werden zwar hier von den Tierärzten verkauft, aber sie sagen dazu, das hilft nichts. Diese Bolfo-Bänder, die man jedes Mal runternehmen muss, wenn der Hund ins Wasser geht, das ist alles hier sinnlos und schweineteuer. Okay. Du sagtest, du musst also hier nochmal zum Tierarzt, bevor du wieder nach Europa willst?
wenn du deinen Urlaub beendest nach 1 Monat, 2 Monaten, wie auch immer, musst du vorher 7 Tage zu dem Tierarzt deines Flughafens, deines ersten Flughafens gehen. 7 Tage vorher. Das ist, wenn du nach Hua Hin kommst, musst du in Hua Hin zum. Okay, verstanden. Wenn du aber von Bangkok mit dem Auto nach Hua Hin fährst, musst du in Bangkok zum Veterinär. Ja. Wenn du auf Samui gehst, musst du in Samui. Und der ist am Flughafen? Der Tierarzt in Samui ist direkt am Flughafen beim Abflugort. Also Okay. beim Abflughafen. Gut, also gut eine Woche vorher. Und muss denn da noch mal geimpft werden? Oder gucken Nix, nur nix. Das Papiere ist alles nach? die Papiere. Dann bekommst du deine Papiere und dann kannst du also ins Flugzeug einsteigen und nach Bangkok fliegen. Und was ist in Bangkok? In Bangkok checkst du durch. Du checkst Du direkt- kannst dann, wenn du von Samui wegfliegst, checkst du hier ein, lässt dein Gepäck und den Hund durch. Und dann siehst du in Wien oder In Wien oder in München oder in der Heimatdestination holst du deinen Hund vom Gepäck. Okay. Wie gesagt, Kleinhunde können von der thailändischen und von der Bangkok Air nicht im Passagierraum sein. Großhunde sowieso nicht. Ja, ist mir klar. Ja, sonst noch was die Zuschauer wissen müssten? Eigentlich nicht, nein. Das war eigentlich alles. Wie gesagt, das Allerwichtigste ist die sogenannte Titerbestimmungen. Aber wenn du zu deinem privaten Tierarzt gehst, kannst du jederzeit dich dort erkundigen und der wird dir genau erklären, was du zu tun hast. Auch die Zeiten, die man einhalten muss. Also wenn du deinen Urlaub planst, circa 3 Monate vorher zum Tierarzt, der müsste dir alles genau erklären können. Ja, danke schön, Harry. Und ich hoffe, das waren jetzt genug Informationen für euch und kommt einfach mal nach Thailand. Ja, ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.